Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal möchte ich einen Adventskalender für Männer machen. Ich weiß, es gibt auch Frauen, die Bier trinken, aber ich mache das jetzt nur für uns Jungs. Nur für uns. Los geht's. Und zwar ist es wie folgt. Ich habe mir so ein Verkostungspaket mit über 20 Flaschen aus dem Internet bestellt. Da sind wunderbare Sachen drin, die ich sonst nicht kaufen würde. Aber darum geht es ja, dass man mal neue Sachen entdeckt und trinkt. Und mein Schwiegervater, der ist ein Phänomen. Nee, er ist eigentlich ein normaler Mann. Weihnachtsdeko gibt es nicht. Was vollkommen okay ist. Es gibt aber auch keinen Weihnachtsbaum. Und diesmal werde ich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich werde A, einen Adventskalender machen und den in Form eines Weihnachtsbaums. Das heißt, es ist direkt zusammen. Und ich brauche noch nicht mal einen Baum dafür schlagen. Ich nehme einfach einen, den du jedes Jahr neu aufstellen musst. Du musst halt immer nur nachfüllen. Ich denke, das sollte möglich sein. Tatsächlich hatte ich diesmal keine Resthölzer. Also ich benutze jetzt Plattenmaterial. Ich hatte Plattenmaterial da in 15 mm Stärke. Das war mir dann aber irgendwie nicht praktikabel genug. Ich habe jetzt nochmal nachgekauft. 8 mm Buche, Multiplex und gucken, wie sich das jetzt ausgeht. Ich hätte ja schon Lust, das jetzt zu trinken. So, als erstes muss ich natürlich den Umfang der Flaschen rausfinden. Die hinteren Löcher da mache ich mal 6,5 oder 7 cm mache ich die hintere Platte wird Löcher in 7 cm und vorne 4. Also 7 und 4. Das ist kein Spiel. Egal. Also, wie sieht es jetzt aus? Ich werde jetzt quasi die Löcher einzeichnen und werde dann den Tannenbaum drumherum malen. Das kann ja nur gut werden. Sehr schön. Ich habe das jetzt hier eingezeichnet. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Was ich jetzt als nächstes machen werde, ist, ich habe die andere Platte schon drunter gelegt und ich lege die exakt übereinander, also so gut es geht übereinander. Dann werde ich die Platten auf dem Tisch fixieren. Ich nehme einfach 2 Zwingen. Oder 3. So dass das nicht mehr verrutschen kann. Ich werde gleich mit dem Kreisschneider die Löcher machen. Aber ich möchte, dass die Löcher auf beiden Platten zentriert sind. Deswegen bohre ich jetzt hier überall erstmal die Mitte an und werde danach mit dem Kreisschneider erst die 7 cm Durchmesserlöcher und dann nehme ich die andere Platte und mache die 4 cm Durchmesser. Also quasi erst Rückseite, dann Vorderseite. Man kann es auch andersrum machen, vollkommen wurscht. Hauptsache, bevor ich den Kreisschneider benutze, bohre ich einmal die Mitte durch und dann mit dem Kreisschneider das Ganze zentriert zu haben. Los geht's. So, ich habe die Löcher jetzt auf beiden Seiten. Hier die Seite ist ja quasi die vordere Seite, die habe ich nicht angezeichnet. Und dann habe ich einmal die Rückseite, wo ich es angezeichnet habe. Das Anzeichnen habe ich ja nur gemacht, damit ich mir selber visualisiere, ob das auch passt. Wenn ihr glaubt, dass es passt, braucht ihr es nicht anzeichnen. Ich fand es sehr hilfreich jetzt. Sei euch selbst überlassen. Was mache ich als nächstes? Jetzt stelle ich mir den Kreisschneider auf die richtige Größe. Und jetzt ist es so mit dem Kreisschneider. Der muss richtig fest sein. Ich will ja nicht, dass sich das verzieht. Es ist so, um ein ausrissfreies Ergebnis zu kriegen, werde ich erst die eine Seite erst anbohren, Platte umdrehen oder ich bohre einfach alle an, drehe die Platte um und bohre danach dann nochmal. Also wir haben einen Versuch, denn ich habe nicht mehr Platten gekauft. Ich denke, jetzt kann man es schon langsam erkennen. Die eine Seite ist jetzt fertig. Ich drehe das Ding jetzt rum, werde das gleiche jetzt von der Seite machen und hoffe dadurch ein minimales Ausrissergebnis zu haben. Dann machen wir mal schnell das. Jetzt
muss ich hier einen Tannenbaum drauf zeichnen. Wer mich kennt, weiß, dass Zeichnen nicht meine Kernkompetenz ist. Ich probiere es trotzdem. Kann ja nicht so schwer sein. Aha. Das sieht leider noch nichts aus. Ich werde es rausgeben an die Grafikabteilung. Kurze Zeit später, die Grafikabteilung hat es aufgemalt. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Auf jeden Fall deutlich besser als meine Künste. Als nächstes muss ich das Ganze ausschneiden. Dafür werde ich erstmal grob ausschneiden, dass ich besser dran komme, und dann nehme ich die Dremelsäge. Haben wir es grob erledigt. Wie weit muss ich denn zurück? Hallo, hört ihr mich? Grob ist es jetzt gemacht. Jetzt geht es an die Feinarbeiten. Dafür muss ich mir eine Dremelsäge hier erstmal parat machen. So, die eine Seite ist fertig. Das Ganze brauche ich auch mal zwei. Das heißt, ich kopiere mir das Ganze jetzt mal und schneide es genauso nochmal durch. Wir haben jetzt beide Seiten fertig und jetzt müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen, dass der Kamerad hier steht. Ich möchte den Zwischenraum 13 cm haben und nach vorne und hinten für den Stand nochmal so um die 5 cm pro Seite. Das heißt, ich werde jetzt 24 cm Streifen machen, 2 Stück erstmal für die Füße. So. Ich habe hier eine Stärke von 8 mm und das Sägeblatt hat eine Stärke von 3 mm. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, hier so Schlitze reinzusägen in 8 mm Stärke. Das gleiche werde ich dann auch bei den beiden hier machen, hier unten, so dass man die Sachen ineinander stecken kann, ohne zu verleimen und so weiter. Man kann dann nach Weihnachten alles zusammenpacken in eine Kiste und weg ist es. So habe ich mir das gedacht. So, vom Prinzip her ist klar, ich möchte das so ineinander stecken. So, das ist schon ziemlich stabil, also stabiler als ich echt erwartet habe. Ich werde am Ende noch ein bisschen was unten abschneiden müssen. Ich werde die Kante ein bisschen abschrägen und ich würde jetzt gerne noch hier zumindest oben auch noch so ein Ding einlassen. Das muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ansonsten sieht das jetzt schon sehr stabil aus. Ich habe ja erwartet, dass ich hier links und rechts auch noch was machen muss. Muss ich anscheinend nicht. Als nächstes zeichne ich die Kanten an, trenne diese und schleife alles rund.
So, wir haben es fast geschafft. Jetzt müssen hier noch die Zahlen 1 bis 24 reingebracht werden, damit mein Schwiegervater auch weiß, welches Bier als nächstes dran ist. Ich habe hierfür so Schablonenvorlagen. Das probiere ich jetzt erstmal an einem Teststück aus. Das Ganze habe ich auch wieder mit Acrylfarbe auf Holz. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich das mit so einer Art Schwammtechnik hier drauf kriege. Probieren wir es mal aus. Ich mache jetzt erstmal ein Probestück. Ich habe mir gedacht, das könnte ich ja oben an den Stern machen, aber das müsste ich dann irgendwie machen, dass das nicht so durchgeht. Das Ergebnis mit dem Schwamm fand ich jetzt nicht so gut. Ich probiere das jetzt mal mit dem Pinsel. Auch nicht besser. Scheiße. Wie mache ich das denn? Scheiße, das funktioniert nicht. Ich werde es wohl wieder in die Grafikabteilung outsourcen. So, ich habe das LED-Gedöns jetzt dran gemacht. Ich baue es jetzt mal zusammen und schau mal, wie gut es geht. Wir sind wieder am Ende angelangt. Der Adventskalender ist fertig. Ich bin schon ein bisschen neidisch. Ich würde das begrüßen, wenn man mir sowas bastelt. Ja, ich gehe davon aus, dass sich mein Schwiegervater auch sehr darüber freuen wird. Streng genommen kann man das Ganze mit 2 Werkzeugen erledigen. Einmal einen Akkuschrauber mit einem Kreisschneider und einer Stichsäge. Ich habe jetzt andere Werkzeuge noch benutzt, weil ich sie da habe, aber es gibt eigentlich keine Ausreden, das nicht nachzubauen. Außer, dass man keine Zeit und keinen Bock hat. Mir hat es Spaß gemacht. Das Ergebnis ist super geworden. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Sascha. Prost. Ich durfte ja wahrscheinlich keine Flasche da rausnehmen.